Seit nunmehr 7 Wochen sitzt der deutsche Journalist Billy Six in Venezuela in einem Geheimdienstgefängnis. Ihm wird jeglicher Kontakt zu einem Anwalt verwehrt, Medikamente werden ihm verwehrt. Ja, und die deutsche Politik und die deutschen Medien scheinen nicht so sonderlich an dem Fall interessiert. Vielleicht liegt es daran, dass Billy Six für die falsche Zeitung mal geschrieben hat. Ich weiß es nicht, aber über die ganzen Hintergründe zu dem Fall Billy Six spreche ich jetzt mit seinem Bruder Benno Six, jetzt bei #FreeBilly. Ja, und ich bin jetzt verbunden mit dem jüngeren Bruder von Billy Six, Benno Six. Hallo Benno. Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wir wollen über deinen Bruder sprechen und es haben ja nun mittlerweile auch alle mitbekommen, dein Bruder wurde Mitte November verhaftet in Venezuela. Was kannst du uns denn über die Hintergründe der Verhaftung sagen? Naja, generell gibt es natürlich immer wieder zwei Versionen. Einmal ist die offizielle Anklage, was die Venezolaner behaupten, was er getan hat, und einmal sind die wahren Gründe. Also die offiziellen Gründe sind, sage ich mal, dass mein Bruder wurde verhaftet offiziell wegen Spionage und wegen Verletzung von Sicherheitszonen, wo wir vielleicht mal später darauf eingehen können, was das genau heißt und wie wir darauf kommen. Aber natürlich der wahre Grund war, denke ich, dass mein Bruder seit über einem Jahr in Venezuela auch unterwegs war und halt Artikel geschrieben hat über die Situation, so wie sie eben ist. Und deswegen halt verschwinden musste. Das war, sage ich mal, der wahre Grund, der auch eigentlich ziemlich klar auf der Hand liegt, weil halt besonders die Anschuldigungen, die halt gegen ihn gemacht wurden, halt ziemlich hanebüchen sind. Ja, also du sagtest gerade, dein Bruder ist bereits seit einem Jahr in Venezuela und er hat dort Berichte gemacht. Waren denn diese Berichte besonders regierungskritisch oder weshalb könnte er da sozusagen ein Dorn im Auge gewesen sein? Naja, ich würde jetzt nie behaupten, dass er speziell versucht, also egal von wo er berichtet, versucht irgendein System zu stürzen oder sonst wie irgendwen bewusst feindlich anzugehen, aber es ist halt einfach klar, dass wenn natürlich Staatsmedien und so weiter berichten, dass halt ein System, also Venezuela ist ja eher sozialistisch, also eher ein sozialistisches System, wenn das halt offiziell funktionieren muss und soll und er dann halt an allen Ecken und Enden halt von Situationen berichtet, wo es halt Probleme gibt, wo es halt an allem fehlt, was man zum Leben braucht, ob nun Essen oder Medikamente oder irgendwelche sonstige Versorgung der Bevölkerung, dann lässt das natürlich die Offiziellen und die Regierungen nicht gut dastehen und die fassen das natürlich auch als eine Art Kritik auf, auch wenn es halt nie, so denke ich, so direkt gegen sie gerichtet war. Aber es ist natürlich klar, dass man sowas nicht gerne hört, wenn man halt gerade versucht, der Bevölkerung die heile Welt zu versprechen, die es halt offensichtlich nicht gibt. Ne? Ja, also wir kennen ja um die Zustände in Venezuela. Eine Hyperinflation hat da zu einer Massenflucht geführt und darüber hat dein Bruder berichtet, sehr neutral. Und ja, also man hat ihn jetzt vorgeworfen, er hätte Sicherheitszonen verletzt, Rebellion und was war es noch, was ihm vorgeworfen wird? Spionage. Spionage, also, genau. Ja, genau. Also das kann man ja grob zusammenfassen, weil er hat mir, also ich habe gehört, was die Beweislage sein soll. Das sind im Grunde 2 Punkte. Der erste Punkt ist halt ein Bild, was auch im Internet steht, was auch veröffentlicht wurde von ihm, da wo Präsident Maduro auf eine Ansprache hält und die Faust in die Luft streckt, und da hatte man ihm halt vorgeworfen, dass er halt in einen Sicherheitsbereich sozusagen in Anführungszeichen eingebrochen wäre und um da halt dieses Bild zu machen, aber in Wahrheit war das halt eine öffentliche Kundgebung, wie man das halt so nach Wahlsiegen und Wahlveranstaltungen macht, und mein Bruder stand halt hinter einem Sicherheitszaun und hat dann halt mit einem Zoom halt das Bild von ihm gemacht. Also das ist schon mal Punkt 1 und der Punkt 2 wäre halt, dass halt mein Bruder hat halt auch als Journalist sich getroffen mit Mitgliedern der ehemaligen FARC-Rebellen, die
Das war in Kolumbien, oder? Genau, das war in Kolumbien, hat also eigentlich auch nichts mit Venezuela zu tun. Aber unter diesem Hintergrund wurde ihm halt dann auch, ja, so nach dem Motto, ein terroristischer Hintergrund unterstellt und dass er halt sozusagen da halt Spionage betreiben würde. Was er jetzt nun wirklich konkret überhaupt ausspionieren könnte oder sollte oder wollte, erschließt sich weder mir noch nicht. Also er hat ja, Entschuldigung. Also er hat normale journalistische Arbeit gemacht, hat da sozusagen auch mit dem, aus venezolänischer Sicht, mit dem Feind geredet. Ja. Okay, also man kann sagen, es sind hanebüchene Vorwürfe, vor allen Dingen, wenn man deinen Bruder kennt, weiß man, dass da nichts dran ist. Jetzt ist er am 17. November ja, verhaftet worden. Wie lief denn die Verhaftung ab? Weißt du was darüber? Ja, also es war halt in Anschluss von einer öffentlichen Veranstaltung, auf der er halt war, wo er halt kontrolliert wurde von zwei Polizisten, die erstmal sehen wollten, was er da für Bilder gemacht hat und was er da tut und so weiter, und die in dem Zusammenhang halt seine Daten aufgenommen haben, halt wie er heißt und wo er wohnt. Und dann war eigentlich die Sache erledigt und er war zu diesem Zeitpunkt jetzt hoffe ich spreche das richtig aus, Punte Fiu, also das ist ein Ort im Norden von Venezuela. Da war er halt in einem Hotel und am nächsten Tag kamen halt 15 schwer Bewaffnete der Militärpolizei oder des militärischen Geheimdienstes und haben ihn dann halt mitgenommen. Ja. Und er wurde dann halt verschleppt, muss ich ja sagen, nach Caracas in das Geheimdienstgefängnis, was es dort gibt, das heißt Helicoide, und dann war erstmal nichts. Also von offizieller Seite wurde er nie offiziell verhaftet und auch nicht wurde auch lange nicht offiziell bestätigt, wo er überhaupt ist. Der einzige Grund, warum wir überhaupt heute wissen, dass er überhaupt verhaftet wurde und da, wo er ist halt durch Kanäle, über die ich halt nicht sprechen kann, dass wir es halt geschafft haben, irgendwie Informationen auszutauschen. Und das war Gold wert, weil sonst wäre bis heute mein Bruder, sage ich mal, einfach als vermisst gemeldet im Ausland und wäre einfach weg. Er hat jetzt auch bis jetzt noch nie überhaupt die Möglichkeit bekommen, mit einem Anwalt zu reden, und auch die eigentliche Telefongespräch mit der Botschaft ist eigentlich auch nur zustande gekommen, weil er dann später in den Hungerstreik getreten ist und gesagt hat, okay, also solange er nicht mal die grundlegendsten Rechte bekommt, ist er halt nicht mehr, und das hat dann halt wirklich was gebracht. Ja. Was gibt es denn für Gründe dafür, dass man ihm diese Rechte verwehrt? Also es ist ja normalerweise so, wenn ein Journalist irgendwo festgenommen wird, dann stehen ihm ja gewisse Rechte zu. Also zum Beispiel, dass die Botschaft seines Landes mit ihm in Kontakt treten darf oder dass er Medikamente bekommt, wenn er krank ist. Wie erklärst du dir, dass dein Bruder also alles komplett verwehrt wird bis jetzt, und wir sind jetzt in der 7. Woche? Naja, das ist, wie ich eingangs schon gesagt hatte, denke ich, einfach der Tatsache geschuldet, dass man, wenn man es korrekt anstellen würde und eine wirkliche normale Klage anstreben würde, dass das komplett haltlos wäre. Und da die Venezolaner das genau wissen und es ihnen aber scheinbar egal ist, sondern sie einfach versuchen, ihn erstmal mundtot zu machen, wird er eben einfach unter der Militärgerichtsbarkeit verhaftet. Also ist er, sage ich mal, nicht, er steht jetzt vor keinem normalen Gericht, sonst müsste er einen Anwalt und so kriegen, sondern er steht vor einem Militärgericht, was auch schon bezeichnend ist, und selbst aber nach den Regeln des Militärgerichts hätte er jetzt am 2. Januar entweder eine offizielle Anklage bekommen müssen oder freigelassen werden müssen, aber das ist auch nicht passiert. Also letzten Endes kann man einfach feststellen, dass von offizieller Seite irgendjemand scheinbar mein Bruder einfach ein Dorn im Auge war und den dann halt loswerden wollte, wurde halt verhaftet und dann ungeachtet der eigenen Regeln auch einfach weggeschlossen. Und ja, du hast es schon angesprochen, das habe ich vorher nicht erwähnt, mein Bruder hatte halt, deswegen war er eigentlich auch noch
im Zwischending in Pontefil unterwegs. Er hatte sich halt mit Dengue-Fieber infiziert. Das ist eine sehr, sehr ernste Truppenkrankheit, an der man auch sterben kann. Und er war halt auch noch ziemlich krank und ziemlich geschwächt zu dem Zeitpunkt. Als sie ihn dann verhaftet haben, haben sie ihm halt alles abgenommen natürlich, also Kamera und Co., aber natürlich auch seine Medikamente. Und wie das so zu sein scheint, da sind jedenfalls die Medikamente verloren gegangen und mein Bruder ist dann halt nochmal ziemlich krank geworden im Gefängnis. Und glücklicherweise haben wir es teilweise geschafft, also ihm einige der Medikamente zukommen zu lassen, aber nicht alle. Ja, aber das ist natürlich noch eine Sache, die es nochmal gravierender macht und auch nochmal ein bisschen mehr Zeitdruck gibt. Das heißt die Tatsache, dass es eben nicht nur darum geht, dass er da nur Zeit verliert im Gefängnis, sondern dass, wenn er wirklich ernsthaft krank werden sollte, dass dann auch klar ist, dass er nicht medizinisch versorgt werden kann und dementsprechend kann es ihm natürlich auch an Leib und Leben gehen. Das ist. Ja, also das ist ja nahezu eigentlich ein Skandal, ja, untragbare Zustände, wenn man bedenkt, dass Billy ja ein deutscher Staatsbürger ist. Wie schätzt du denn das Reagieren des deutschen Staates im Falle deines Bruders ein? Ganz ehrlich, ich bin was heißt etwas, ich bin bisher enttäuscht, weil ich hatte die Situation, mein Bruder ist ja nun mal ein Journalist, der in Krisengebiete fährt und die Situation war ja schon mal ähnlich, als er damals in Syrien Berichte geschrieben hatte und da dann auch verhaftet wurde und im Gefängnis saß. Das war 2013 ist dein Bruder in Syrien verhaftet worden und saß dort 3 Monate, bis er dann auf Druck und Arbeit des Auswärtigen Amtes befreit werden konnte. Richtig? Genau so war das. Der Punkt ist halt, damals ging es eigentlich ziemlich schnell. Damals hatte ich auch so wirklich das Gefühl, dass von BND über Außenminister Westerwelle war das damals und dass da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden und dadurch ist es ja dann auch dazu gekommen, dass man über diese Zwischenlösung mit dem russischen Außenminister geschafft hat, ihn halt frei zu bekommen. Aber diesmal war das komplett anders. Also ich habe ja, sobald ich davon wusste, halt Botschaft, Auswärtiges Amt, Bundesregierung, Außenminister, alle angeschrieben, alle angerufen und so. Und musste leider feststellen, dass es wirklich viele gab, die sich einfach dagegen sträuben, irgendwas zu tun. Das geht halt damit los. Ich habe ja mit allen, sage ich mal, geredet, direkt oder indirekt oder schriftlich und telefonisch. Bundesregierung meinte halt, sie ist nicht zuständig, sondern Auswärtiges Amt. Auswärtiges Amt meinte, sie ist nicht zuständig, sondern die Botschaft. Und die Botschaft hat halt eine Mitarbeiterin benannt, die sich halt die dafür halt zuständig ist und die meint, sie kann nichts machen. Ja, also so läuft es wirklich. Und das heißt, unterm Strich, also was sie halt tut, ist halt, sie ruft halt einmal die Woche bei den Venezolanern an, fragt halt, ob sie meinen Bruder besuchen kann und die sagen halt nö und damit ist die Sache dann für sie erledigt. Und das ist halt das Problem. Das ist halt wirklich, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist die gesamte diplomatische Arbeit, die bisher halt gemacht wurde. Und das ist halt ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und ich weiß natürlich, dass es halt auch nicht immer leicht ist, mit gewissen Ländern so Forderungen zu stellen und alle so Sachen, aber dass man wenigstens öffentlich sich von Regierungsseite dafür ausspricht, dass es ein Unding ist, wie und dass er verhaftet wurde, das würde ich erwarten und das ist halt bisher noch nicht passiert. Würdest du glauben, wenn es sich jetzt zum Beispiel um einen Journalisten vom Spiegel oder von der Welt handeln würde, dass dann man doch andere Wege finden würde, demjenigen zu helfen? Ja, ich denke das schon. Also mein Bruder ist natürlich, es ist natürlich klar, mein Bruder schreibt halt Berichte und als freier Journalist und veröffentlicht die halt da, wo er sie halt veröffentlichen kann. Und hat halt auch in der Vergangenheit, unter anderem halt in der Jungen Freiheit halt Artikel veröffentlicht und ich hatte halt das Gefühl, dass gerade Aussagen von Deutsche Welle und die halt Deutsche Welle und auch Reporter ohne Grenzen, dass da Aussagen gefallen sind, die mein Bruder als dieser Zitat so nationalistischen Rechtskonservativen hinstellen, also sprich sozusagen, um es mal in anderen Worten zu sagen, als Nazi.
dass das dazu geführt hat, dass sich halt, sage ich mal, alle entweder distanziert haben von der ganzen Geschichte oder halt auch einfach nicht helfen wollten. Und ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich falsch, muss man wirklich so sagen. Ich kenne ja meinen Bruder und er ist auf alle Fälle kein Nazi und auch kein Rechter, der generell Ausländer rausparolen rufen würde. Das will ich jetzt mal an alle sagen so. Aber ich denke schon, dass wenn mein Bruder halt eher, sage ich mal, Mainstream wäre, dass da sofort Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt worden wäre. Und es ist halt leider so. Aber es geht mir halt jetzt auch immer wieder in der Diskussion auch darum, dass es eine grundsätzliche Frage ist, nicht nur für ihn, sondern für alle deutschen Journalisten und auch vielleicht alle deutschen Bürger, dass einfach die Frage im Raum steht, kann man sich selber sicher sein, dass wenn man mal im Ausland von irgendeinem Geheimdienst oder sonst was von der Regierung grundlos weggefangen wird, kann man sich da sicher sein, dass einem dann auch geholfen wird und unterstützt wird, oder hängt es halt davon ab, wie sehr man eben gewissen Leuten in Machtpositionen gefällt oder nicht gefällt? Das ist für mich die grundsätzliche Frage, die sich hier bei dem Fall stellt. Und ja, bisher ist es leider ein bisschen mau, was da kam. Ja, und es hat ja vor allen Dingen auch erst einige Wochen gedauert. Also in den ersten 2 Wochen war in deutschen Medien meiner Meinung nach gar nichts dazu zu vernehmen. Und der erste deutschsprachige Artikel dazu kam ja von Reporter ohne Grenzen selbst, die wiederum auch erst 3 Wochen danach reagiert hatten, also nach der Verschleppung von deinem Bruder. Hat es 3 Wochen gedauert, bis überhaupt Reporter ohne Grenzen das erste Mal auf Deutsch was dazu publik gemacht hat. Dann ist natürlich in den darauffolgenden Tagen sind natürlich die ganzen großen Mainstream-Medien haben das natürlich mehr oder weniger 1:1 übernommen, was Reporter ohne Grenzen da vorgegeben hat. Ja, und auch das ist ja jetzt schon wieder einige Wochen her. Und seitdem hat sich sozusagen an der Situation ja nichts geändert. Dein Bruder hat immer noch kriegt keinen Anwalt. Aber was weißt du denn, wie ist jetzt Anfang Januar der Gesundheitszustand deines Bruders? Weißt du darüber irgendwas? Geht es ihm besser? Naja, also soweit ich es weiß, ist es jetzt noch erstmal nicht. Er hat halt Husten und ihm geht es halt nicht gut. Das Problem ist halt, dass die Zelle, also generell das ganze Gefängnis ist halt schon ziemlich alt und runtergekommen und es ist halt überall Schimmel. Also das ist jedenfalls der Grund, den er meint, warum er halt ziemlich einen Husten hat und so. Also generell klingt er jetzt nicht gerade gut, aber es ist zumindest noch stabil, so die Lage. Also ich würde jetzt nicht von akuter Lebensgefahr sprechen. Aber soweit ich ihn jetzt verstanden habe, hat er gesagt, vorher ist er halt in Hungerstreik getreten, um halt mit der Botschaft zu sprechen, um auch mit uns zu sprechen. Also mit uns sind die Familie und eben auch, dass er einen Anwalt bekommt. Dann haben sie ihn halt ein Telefonat mit der Botschaft führen lassen, das unterm Strich leider auch nichts gebracht hat, muss man ja sagen. Es war halt bloß so Info, ja, er ist da, okay, wir bemühen uns, fertig. Und deshalb gehe ich davon aus, dass er jetzt seinen Plan durchsetzt, wieder, wie es vorher abgesprochen war, dass er jetzt halt im Januar wieder in Hungerstreik treten muss. Also so hat er es gesagt und so wird er es dann auch durchziehen. Und dann wahrscheinlich diesmal länger, so lange, bis dann halt auch wirklich was passiert. Also. Ja. Was würdest du dir wünschen? Wie kann man deinen Bruder am besten unterstützen? Also nachdem sozusagen ja erstmal 3 Wochen lang wirklich gar niemand irgendwas gesagt wird, ist ja dann doch so Ende Dezember so, ja, ging es ja dann doch durch die Medien, sogar im NTV-Ticker lief's und selbst Dennis Yücel hat sich solidarisiert auf Twitter mit deinem Bruder. Was würdest du dir wünschen von den Medien, von der deutschen Politik, beziehungsweise auch einfach von den Zuschauern? Wie kann man deinem Bruder in irgendeiner Weise helfen? Ja, also generell jetzt auch von den Zuschauern ist natürlich klar, jeder Einzelne kann halt nicht viel machen. Wir müssen natürlich auch darauf bauen und hoffen, dass halt gerade die Regierungskreise und die Diplomaten halt letzten Endes auch darauf drängen, dass es da eine Lösung gibt. Also man könnte uns halt dadurch unterstützen. Wir haben halt eine Facebook-Seite eingerichtet, die heißt Free Billy Six. Jemand, der die einfach liked, um dadurch einfach auch klar zu machen, dass es Aufmerksamkeit erzeugt und dass das ein Thema ist, was auch Leute bewegt. Und dann gibt es halt auch eine Petition, die Freilassung, also die halt von der Bundesregierung direkt fordert, dass
sich die Bundesregierung eben öffentlich für eine Freilassung einsetzt. Wenn man die, sage ich mal, unterstützen würde, das ist online halt auch in 3 Minuten gemacht. Wenn man das halt ausfüllt, dann würde man uns natürlich auch sehr helfen. Ja, ich meine, von Regierungskreisen, wie vorher schon gesagt, wäre der erste Schritt für mich überhaupt erstmal, dass überhaupt öffentlich darüber gesprochen wird und öffentlich gefordert wird, dass das so nicht geht. Also ich sage jetzt mal, wenn die Venezolaner der Meinung wären und sind, dass mein Bruder angeblich irgendwas Illegales in deren Land gemacht hat, dann okay. Dann sollen sie das vor einem Gericht machen und dann soll er seine ganzen sag ich mal, soll einen Anwalt bekommen und dann soll man sich da auch mit auseinandersetzen und dann bin ich sicher, wird es auch zu nichts führen. Aber jetzt einfach so zu akzeptieren, dass ein Land, das man offiziell, sage ich mal, wo man auch die Regierung als demokratisch gewählte Regierung anerkennt, dass man das einfach hinnimmt, dass da Leute einfach von der Straße weggefahren werden und darüber nicht mal öffentlich spricht, das finde ich halt falsch. Und das ist halt eine Sache, da wäre mir natürlich am liebsten also Angela Merkel oder Heiko Maas, in dem Fall, dass die sich einfach mal öffentlich vor die Presse stellen und da wenigstens mal 1, 2 Sätze drüber sagen, weil ich glaube, es geht, wie gesagt, jetzt auch nicht nur um eine Person, sondern es geht halt einfach mal um den allgemeinen Fakt an sich, ne? Dass man halt den Schutz der, sag ich mal, der deutschen Staatsbürger im Ausland halt auch ernst nimmt und eben nicht halt nur davon abhängig macht, wie man halt gerade Launen hat. Ne? Ja. Und ansonsten sind wir natürlich als Familie genauso in der gleichen Situation, dass wir auch fragen, was können wir überhaupt tun? Ne? Wir können jetzt halt nicht mit einem Sturmgewehr da in Venezuela einreiten und ihn raushauen. Wir müssen halt darauf hoffen, dass halt an irgendeinem Punkt sich halt da was ändert, dass halt die Offiziellen halt anfangen, auch wirklich Druck auszuüben und Druck halt auch in der Art und Weise, dass man halt auch irgendwann ich weiß nicht, was man fordern kann, ob es Sanktionen sind oder ob man halt generell von offizieller Seite klar macht, dass es so nicht geht. Aber in irgendeiner Art und Weise da halt sich da wirklich für einzusetzen, das erwarte ich schon und das hoffe ich auch. Ja. Ja, Benno, ich hoffe natürlich das Allerbeste für deinen Bruder und wir wollen unsere Zuschauer natürlich auch auf dem Laufenden halten, was den Fall betrifft. Ich danke dir erstmal sehr dafür, dass du Zeit für uns hattest und ja, gerne. Ja, hoffe, dass sich diese Sache bald zum Guten wendet. Vielen Dank nochmal, Benno, für das Gespräch. Ja, gerne. Ja, und liebe Zuschauer, Free Billy ist der Hashtag dieser ersten Ausgabe von Hashtag, unserem neuen Format, in dem wir, ja, so wie jetzt auch, immer mit einem Gesprächspartner einen bestimmten Sachverhalt erörtern wollen. Was Billy Six betrifft, so wurde in dem Gespräch jetzt eigentlich schon alles gesagt. Wir werden bei dem Fall auf jeden Fall weiter dranbleiben und sobald sich da etwas Neues tut, werden wir auch darüber berichten. Für diese erste Sendung sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr von diesem neuen Format haltet. Ihr werdet es jetzt auch öfter zu sehen bekommen. Danke fürs Zusehen und bis bald.